Herzlich willkommen zum Einbauvideo der Gasdruckfedern in den MG5. Als allererstes möchte ich euch zeigen, was bei unserem Set alles beigepackt ist. Einerseits natürlich 2 Gasdruckfedern für den linken und rechten Bereich des Fahrzeuges, dann 4 Winkel mit aufgebrachten Kugelbolzen. Die großen Winkel setzen wir hier in die Motorhaube ein und die 2 kleineren Winkel, die sind beschriftet mit links und rechts, jeweils für die linke und rechte Seite, werden hier auf den Kotflügel aufgebracht. Als Werkzeug benötigt ihr lediglich 2 Maulschlüssel mit der Schlüsselweite 13, 13 und 10. Ich nehme allerdings immer gerne eine Radsche mit 2 Nussaufsätzen mit 13 und 10. Und wenn ihr irgendwann einmal die Gasdruckfeder wieder ausbauen wollt, dann benötigt ihr nur einen Schlitzschraubendreher. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mit dem Einbau. Als erstes ein kleiner Tipp noch vorweg. Ich habe mir hier eine Decke bzw. Anti-Rutschmatte in den Motorraum gelegt, dass die Kleinteile, die wir jetzt entnehmen, also diese Schrauben und Muttern, nicht fälschlicherweise im Motorraum landen und dort verschwinden quasi in den unendlichen Weiten des Motorraums. Okay, jetzt lösen wir diese Schraube. Ich nehme wie gesagt eine Radsche mit einem Nussenaufsatz 10. Ihr könnt aber auch einen Maulschlüssel verwenden. Und löse eben diese Schraube. Die sind in der Regel gar nicht so fest angezogen, manchmal etwas verklebt mit dem Lack. Aber dann, wenn man die Lackschicht getrennt hat, lassen sie sich leicht lösen. Dann nehmen wir den Winkel, der beschriftet ist mit R für rechts, und setzen den Winkel hier ein und befestigen diesen eben wieder mit der gleichen Schraube. Wichtig ist, dass dieser Winkel eben parallel zu diesem Plastiksteg verläuft und somit eben verdrehsicher hier befestigt wird. Anziehen tun wir ihn nicht sehr stark, in etwa mit 5-6 Newtonmetern. So, das war's an dieser Stelle. Dann kommen wir schon zu dem Winkel an der Motorhaube. Hier benötigen wir, wie gesagt, einen Maulschlüssel mit der Schlüsselweite 13. Ich nehme wieder die Radsche. Diese Mutter kann sein, dass sie eben etwas schwerer zu lösen ist, weil sie eben wieder mit Lack verklebt ist. Dann lösen wir diese Mutter, setzen diesen Winkel wieder hier passgenau ein und befestigen ihn wieder mit derselben Mutter. Und dadurch, dass die Schraube etwas stärker ist, eben eine M8-Schraube, können wir diesen mit 8 bis 10 Newtonmeter festziehen. Ja, das war's schon mit den vorbereitenden Arbeiten. Das gleiche Spiel mit den Winkeln machen wir auf der rechten Seite des Fahrzeugs.
Die 4 Winkel sind nun eingebaut, jetzt geht es nur mehr darum, die Gasdruckfedern aufzubringen. Hierfür befestigen wir zuerst den Teil mit dem Kolben am unteren Bereich, quasi am Kotflügel, setzen den Kugelbolzen bzw. die Kugelpfanne auf den Kugelbolzen auf und mit leichtem Druck klickst die Kugelpfanne am Kugelbolzen ein. Dasselbe machen wir auf der rechten Seite des Fahrzeugs, wieder aufsetzen, andrücken, fertig. Dann legen wir die Gasdruckfedern einstweilen einmal so ab und wichtig, wir müssen die Kofferraumstrebe entfernen. Danach die Motorhaube etwas stützen und halten, auf dem Kugelbolzen positionieren und aufdrücken. Die Motorhaube hält von selbst momentan noch nicht ganz, weil nur eine Gasdruckfeder eingebaut ist. Eben die Motorhaube noch etwas stützen. Die zweite Gasdruckfeder positionieren, aufdrücken, fertig. Und das war's. Jetzt gibt es nur mehr das Thema, eben die einwandfreie Funktion der Motorhaube zu testen. Also ab diesem Bereich in etwa öffnet sie selbstständig und natürlich fällt sie wieder selbstständig zu. Und das war's vom Einbau der Gasdruckfeder. Danke fürs Dabeisein, euer Josef von der Firma Frank AT.